Was für ein Duft! Wer erinnert sich da nicht an Urlaub, an Frankreich am Provence? Dabei ist der sonnenliebende Lavendel eine Pflanze, die sich, nicht zuletzt auch wegen des Klimawandels, bei uns mittlerweile pudelwohl fühlt. Will heißen, je nach Art kommt er im Kasten, im Kübel oder auch ausgepflanzt im Beet bei uns gut über den Winter und kann auch richtig alt werden. Allerdings nur, wenn er die richtige Zuwendung bekommt. Und da komme ich heute ins Spiel. Für uns in Deutschland spielen im Grunde genommen 3 Lavendelsorten eine Rolle. Alle extrem insektenfreundlich, wie man hier sehen kann. Allen voran natürlich der echte Lavendel, Lavandula angustifolia. Dann der Schmetterlingslavendel mit seinen kleinen Scheinblüten hier, die wie Ohren oben drüber stehen. Der ist nicht ganz so winterhart wie der echte Lavendel. Und auch nicht ganz so frosthaft der Lavandin-Lavendel, eine Kreuzung aus echtem Lavendel und Speiklavendel. Der wird hektarweise in der Provence angebaut, um Duftöle zu produzieren. Lavendel ist nicht übrigens immer nur monoton blau. Es gibt ihn in dunkelblau, in hellblau, in lila, Schopflavendel in rosa, in weiß oder in dunkelblau. Es gibt sogar welchen mit panaschierten Blättern, mit grauen Blättern und in verschiedenen Wuchsformen, schwach wachsender Lavendel und hochwachsenden Lavendel. Auch ist der Lavendel vielseitig verwendbar, zum Beispiel als Heckeneinfassung für die Beete. Die Sorte Hitchcock, die bleibt sehr, sehr schön kompakt. Oder aber flächig gepflanzt, im Kübel oder als Solitär im Beet. Hier habe ich schon mal ein paar Stauden zusammengestellt, die sich gut mit Lavendel im Kübel oder im Beet kombinieren lassen. Und wer aufmerksam zugeschaut hat, der wird merken, halt, da fehlt ja noch eine ganz klassische Kombination, nämlich Rose und Lavendel. Klar, der Lavendel, dem sagt man nach, er vertreibt die Läuse und vertreibt Schnecken und braucht natürlich auch, ähnlich wie die Rose, Sonne. Aber die Bodenansprüche, die sind ganz andere. Lavendel braucht einen leichten, durchlässigen, wenig humosen Boden. Die Rose allerdings, die brauchen tiefgründigen, nährstoffhaltigen und eher schweren Boden. Also, die matchen nicht so wirklich zusammen. Deswegen, wenn überhaupt, dann sollte man den Lavendel etwas weiter wegsetzen und den Boden entsprechend verbessern. Am natürlichen Standort wächst der Lavendel an sehr kargen Standorten, steinig, wenig Humus. Und das wollen wir ihm natürlich auch hier bieten. Ich habe hier eine spezielle Trogerde, da ist sehr viel Lava drin, wenig organische Substanz. Man kann auch zum Beispiel eine Aussaaterde mischen mit 1:1 mit einem Lavasubstrat, also wirklich, dass das Wasser gut ablaufen kann. Im Beet auch Lava mit einarbeiten. Und vor allen Dingen dann auch ein bisschen Kalk, weil der Lavendel mag keinen sauren Boden, etwa eine Handvoll Kalk auf den Quadratmeter. Das ist auch ganz schön, ne? Ganz viel Ton mit da drin, ganz viel Stein und ganz wenig organische Substanz. Zum Lavendel kombinieren kann man natürlich prima Pflanzen, die ähnliche Standortansprüche haben. Also die einen lockeren, durchlässigen Boden brauchen, die nicht so viel Wasser brauchen und nicht so viele Nährstoffe. Zum Beispiel hier die Nachtkerze, zum Beispiel der Thymian, eine Gaura, Sedumarten passen ganz gut. Oder wenn man ans Beet denkt, flächig gepflanzt, Storchschnabelarten, Bergminze, die auch noch wunderbar duftet. Oder zum Beispiel Heucherei.
farbenfroh und duftet ganz bestimmt mediterran. Kommen wir noch zum Thema Rückschnitt und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also erstmal vorweg, falsch ist, gar nichts zu tun. Die einen sagen, nach der Blüte komplett 1/3 der Pflanze zurücknehmen. Die anderen, nach der Blüte nur ein bisschen zurückschneiden und dann im zeitigen Frühjahr, wenn die Pflanze mit dem Austrieb beginnt, so scharf zurückschneiden, dass nur noch ein paar grüne Blättchen stehen bleiben. Beide haben wahrscheinlich recht. Ich würde empfehlen, in milden Lagen die erste Methode, also nach der Blüte 1/3 zurückschneiden und das war's dann. In frostgefährdeten Lagen, die also so ein bisschen grenzwertig sind, da würde ich nach der Blüte nur ein bisschen zurückschneiden und dann mit dem Austrieb, wenn die Spätfröste nicht mehr so drohen, scharf zurückschneiden. Übrigens kann man mit dem Rückschnitttermin auch die Blütezeit steuern. Wenn man zum Beispiel sehr viel Lavendel hat, möchte aber eine lange Blütezeit haben, dann schneide ich einen Teil des Lavendels etwas später zurück, denn dann blüht er auch entsprechend später und ich habe eine schöne, lange Blüte in meinem Garten oder in meinem Kübel. Wenn euch meine duften Tipps gefallen haben, dann schenkt mir ein Like und abonniert meinen Kanal.